Der italienische Außenminister Grafciano traf auf Einladung der Reichsregierung in Berlin ein. Kurz nach seiner Ankunft wurde er vom Führer in der Reichskanzlei zu einer längeren Unterredung empfangen. Nach einem Besuch der Kampfstätten an der Westfront begab sich Grafciano nach München, wo in seiner Anwesenheit eine Aussprache des Führers mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Graf Teleki und Außenminister Graf Csaky stattfand. Die ungarischen Staatsmänner treffen in München ein und werden vom Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop zum Führerbau geleitet. Die Aussprache fand im Geiste der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland, Italien und Ungarn statt. Englische Truppen in Ägypten. Während Deutschland und Italien zielbewusst auf eine konstruktive und dauerhafte europäische Neuordnung hinarbeiten, verfolgt England nach wie vor seine brutale Politik der Vergewaltigung und Kriegsausweitung. So wurde Ägypten gegen seinen Willen zum Aufmarschgebiet gegen das italienische Libyen gemacht. Trotz andauernder Demonstrationen des ägyptischen Volkes gegen England und für den Frieden entfesselt London auch hier mit seinen Söldlingen aus aller Welt den Krieg. Und hier französische Truppen in Nordafrika, die das italienische Libyen vom Westen her überfallen sollten. Der französische Oberbefehlshaber General Newuy zog jedoch aufgrund der Waffenstillstandsbedingungen seine Divisionen von der Grenze zurück. Auch hier steht nun England allein. Vor wenigen Wochen noch zeichnete der größte Rückzügler der Weltgeschichte, der englische General Gord, französische Soldaten aus. Jetzt hat die französische Regierung nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit England ihren Soldaten verboten, englische Orden zu tragen. Und hier ein anderes Bild aus der großen Zeit englisch-französischer Waffenbrüderschaft. Das Britannia-Denkmal in Boulogne, das zur Erinnerung an die ersten englischen Truppenlandungen in Frankreich errichtet wurde. Nach dem englischen Verrat an dem französischen Bundesgenossen wurde dieses Denkmal jetzt gesprengt. Die Londoner Plutokraten machen krampfhafte Versuche, in letzter Stunde die Verteidigung der britischen Insel vorzubereiten. Immer neue Jahrgänge werden einberufen und lernen jetzt,
wie die englische Presse triumphierend meldet, in kürzester Zeit wie links und rechtsum gemacht wird. Da für die neu einberufenen Waffen noch nicht zur Verfügung stehen, exerzieren sie zunächst mit einem Stöckchen. Englands und Frankreichs Waffen- und Heeresmaterial, das bei der wilden Flucht der englischen und französischen Truppen in unsere Hände fiel, wird nun planmäßig gesammelt und geordnet. Hier wurde aufgrund des Waffenstillstandsabkommens ein riesiges Arsenal sichergestellt, das einen Wert von Hunderten von Millionen Mark hat. Hier lagern allein rund 120.000 Rohlinge, etwa 15.000 Geschützrohre aller Kaliber, circa 3 Millionen Granaten aller, auch schwerster Kaliber, 70 Tonnen Antimon, 700 Tonnen Quecksilber und circa 30.000 Tonnen Zink und 40.000 Tonnen Kupfer. Zahlreiche Truppenverbände kehren jetzt in die Heimat zurück, um hier Waffen und Ausrüstung zu ergänzen. Alle werden diesen Tag nie vergessen. Jeder will ein Kriegsandenken haben. Eine Garnisonsstadt hat ihr Regiment wieder. Die Bevölkerung begrüßt ihre Soldaten, denen sie sich eng verbunden fühlt, mit jubelnder Begeisterung, in der sich die Dankbarkeit des ganzen Volkes ausdrückt.
Kameradschaftsfest im Ruhequartier der Waffen-SS. Bruno Fritz bei seiner lustigen Eishockey-Reportage. Wir befinden uns mit unserem Mikroskop unser Mikrofon direkt an der Bordfahrtseite, direkt an der direkt an der Bordfahrtseite, direkt an der Der Deutsche rechts außen, Krupke, ist überrannt worden und hat sie auf hat sie aufs Eis gesetzt. Steht aber wieder auf. Scheint ihm doch zu kalt zu sein. Julike! Julike ist wunderbar! Einen wundervollen Alleingang an den Kanadiern vorbei, jetzt ist er vorbei, jetzt ist er vorbei. Nein, er ist schon wieder da, er wird doch nicht, er konnte nicht. Auch die Narvik-Kämpfer kehrten jetzt nach Deutschland zurück. Monatelang hielten sie in Eis und Schnee des hohen Nordens auf scheinbar verlorenem Posten aus. England wollte jenseits des Polarkreises einen billigen Prestigesieg erringen. Aber die Helden von Narvik leisteten zähen Widerstand, bis sie im Gegenangriff den Engländer in die Flucht jagen konnten. Generalleutnant Dietl, der Führer der todesmutigen Narvik-Gruppe. Jubelnder Empfang auf deutschem Boden. Die Besatzung eines vor Narvik in heldenhaftem Kampfe gesunkenen Zerstörers führt Schiffsglocke, Hoheitszeichen und sonstige Erinnerungsstücke im Zuge mit. Die verwundeten Norwegenkämpfer werden mit einem Lazarettschiff in die Heimat zurückgebracht. Der Führer bei seinen verwundeten Soldaten. Diese Männer, die ihr Blut für Volk und Vaterland gaben, erleben mit dem überraschenden Besuch ihres obersten Befehlshabers, der als Soldat des Weltkrieges selbst schwer verwundet wurde, ihren stolzesten Tag.
Auch diese Männer erleben eine große Stunde. Nach dem herrlichsten Sieg der deutschen Geschichte, den sie in der vordersten Linie miterkämpften, werden sie nun für besondere Leistungen mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Das neue Panzerkampfwagenabzeichen, das den tapfersten Soldaten der Panzerwaffe verliehen wird. In den Städten der besetzten französischen Gebiete fanden anlässlich solcher Ehrungen und der Umgruppierung verschiedener Truppenteile große Paraden statt. Kapitänleutnant Prien kehrt von seiner 4. Feindfahrt zurück, auf der er 66.587 Tonnen Handelsschiffsraum versenkte. Diese Zahl war bisher auf einer einzigen Fahrt noch nicht erreicht worden. Kapitänleutnant Prien und seine tapfere Besatzung haben damit insgesamt 17 Schiffe mit 130.000 Tonnen auf den Meeresgrund geschickt. Kameraden von der Luftwaffe, die auf See notgelandet waren und von dem Boot des Kapitänleutnant Prien gerettet wurden. Kapitänleutnant Prien. Immer dichter zieht sich der Ring um England. In 6 Wochen versenkten unsere U-Boote 609.000 Tonnen feindlichen Handelsschiffsraum. U-Boote verlassen ihre Stützpunkte zu neuer Feindfahrt. Alarm! Ein feindlicher Geleitzug! Alle Mann auf Tauchstation! Der Feind wirft Wasserbomben tiefer hinunter. Nach einer Weile geht es wieder nach oben. Das Boot taucht wieder auf. Ein großer bewaffneter Dampfer, der abgesprengt wurde, liegt in günstiger Schussposition. Geschütz klar.
Mit ein paar wohlgezielten Salven wird das Schiff unter Feuer genommen. Durch schwere See geht es weiter gegen den Feind. Deutsche U-Boote fahren gegen England.